Der 2020er Ford Courier, ja, wir stellen ihn heute mal vor, ein unglaublich versatiles Fahrzeug. Man kann ihn für ganz, ganz viele Dinge einsetzen. Man kann theoretisch auch nur den Hund damit transportieren, ja. Sie sich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Helmut Weil. Sie arbeiten bei der Zentralgarage in Dillingen. Zentralgarage in Dillingen, jawohl, als Verkäufer für Nutzfahrzeuge und Pkw. Ja, Sie haben auch einen Junior-Kollegen, Sie hören demnächst irgendwann mal auf, ja, muss man sagen. Richtig, ja. So, da gibt es auch Nachwuchs, es gibt junge Leute, die auch keine Nutzfahrzeuge verkaufen. Ja, Ihr Name? Matthias Seim, hallo. Ja, Tag Herr Seim, ja, da ist er, der Ford Courier. Ja, tolles Fahrzeug, man kann ihn unglaublich vielseitig benutzen. Genau, richtig. Also wie man hier sieht, ist es die Kastenvariante. Den gibt es als Pkw-Variante und als Familienvariante gibt es den auch nochmal. Ja, prima, aber man kann ihn auch innen, außen unglaublich, ich sag mal, toll benutzen. Es ist möglich, den als LKW zuzulassen, ich frage mal. Das ist normalerweise eine Lkw-Zulassung. Das Fahrzeug hat keine Fenster hinten im hinteren Bereich, an der Seite, und er hat ein Trenngitter, automatisch ist ein Lkw. Ja, wenn ich das jetzt habe, bin jetzt Unternehmer, wie sieht es denn da aus in der Regel mit der 1% Versteuerung, wenn ich einen LKW fahre mit einer Bordtrennwand? Die 1% fällt bei Lkw nicht an, nur im Pkw-Bereich. Okay, dazu brauche ich halt diese Trennwand hier, die hinten drin ist und kann dann transportieren, habe 2 Sitzplätze, das ist eingeschränkt, aber dann habe ich einen LKW, 1% ist dann weg. Richtig, die 1%-Regelung fällt nur im Pkw-Bereich an. Aber was ist mit Wohnung, Arbeit dann in dem Fall? Die fällt auch nicht an? Nein, fällt nicht an. Ein riesengroßer Innenraum, aber er hat einiges zu bieten. Unter anderem ist er sehr, sehr variabel. Das ist richtig. Wir könnten zum Beispiel Ladung sichern, auch wie bei den großen Nutzfahrzeugen. Wir haben das Gitter hier. Das Gitter ist einmal getrennt, was den Beifahrersitz betrifft. Das kann ich Ihnen gleich zeigen. Der Beifahrersitz ist von der Lehne umlegbar, sodass ich das Gitter um den Sitz verschieben kann und habe dann die volle Ladefläche auf dieser Seite. Ja, das würde ich gerne mal sehen, denn es gibt ja auch schon mal Dinge, die ein klein wenig länger sind. Genau, richtig. Zum Beispiel Rohre können gut transportiert werden dann in dem Fall. Da gibt es auch noch einige Tricks, die können wir gleich mal zeigen. Ihr habt sogar bei den Transits Durchlademöglichkeiten, dass man bis ganz nach vorne durchladen kann. Das habe ich schon mal gesehen, ja. Das heißt, ich kann also die Rohre sogar unter den Sitz schieben. Genau, richtig. Da gibt es eine Trennwand, gibt es nochmal eine Klappe, die geöffnet werden kann. Und dann kann quasi unter den Sitz nochmal weiter geladen werden. So, bereite das mal kurz vor. Wenn du mal so lieb bist, die Tür mal aufmachst, das ist eine Schiebetür. Die hat ganz wenig Hub. Das heißt, also ich kann zum Beispiel, wenn ich das Auto versatil nutze, habe ich kein Problem, wenn ein Auto mal daneben steht. Ich kann ganz bequem ein- und ausladen. Ja, für lange Teile gibt es die Möglichkeit, diesen Sitz hier so umzurüsten, dass man durchladen kann von vorne nach hinten. Dazu wird die Ladebordwand dann eingeklappt. Bitte, wenn Sie das mal kurz mal verändern. So, dazu wird der Sitz runtergeklappt. Dann anschließend die Sitzlehne nach vorne geklappt. Die ist hier vorne. Hier sieht man es. Ah, und die hat doch direkt unten hier eine Metallbeschichtung drauf, dass da auch was drauf liegen darf, richtig? Jawohl. So, und die Ladebord-Trennwand schützt mich dann zusätzlich nochmal im abgetrennten Bereich. Richtig, das heißt, der Fahrer ist geschützt durch die umgelegte Gitterwand und er kann hat durchladen. Bis Oder vorne. keine entsprechende Beeinträchtigung. Das heißt, er kann hier durchgucken, sieht noch den Verkehr, das ist in Richtig, Ordnung. vollkommen, ja. So. Also ein ganz tolles Fahrzeug. Ja, Preis, Leistungswürdigkeit ist hier unglaublich stark. Das heißt, ich kriege ganz viele Auto für ganz wenig Geld. Das ist richtig und die Fahrzeuge sind sehr langlebig. Im Moment nur im Dieselbereich, das heißt also dadurch auch sehr hohe Kilometerleistung. Ja, was auch, glaube ich, auch Thema Durchzug und Ladung und so weiter. Geht denn hier eine Europalette rein? Hier geht eine Europalette rein, ja. Roundabout 500 Kilogramm Nutzlast. Ja, als LKW keine 1%-Regelung. Das heißt, ich kann den auch privat benutzen, was auch viele machen. Also wenn ich mir überlege, dass ich das, ich sag mal, für Wohnung, Arbeit und so weiter benutzen kann, damit fährt ja keiner in Urlaub, sage ich jetzt mal, üblicherweise. Und deswegen hat der Gesetzgeber auch gesagt, mit reinen LKWs, da gibt es keine 1%-Regelung. Ja. Ja, demnächst Elektromobilität 0,25%, als LKW-Nutzfahrzeug 0%. Sehr, sehr praktisch, ja. Thema Leasing, Finanzierung, wie läuft das? Leasing läuft normalerweise über die Fortbank. Das heißt also, wir können die Fahrzeuge als Leasingfahrzeuge anbieten. Wir können im Bereich Finanzierung über die Fortbank anbieten. Hier auch wieder Sonderzinssätze von der Fortbank, im Besonderen zweimal im Jahr, wenn Gewerbewochen sind. Zum Beispiel, wenn Gewerbewochen sind, 0,0% im 48-Monatsbereich. Ja, da steht er. Das heißt, einfach mal vorbeikommen. Ich kann mir das Auto so konfigurieren, wie ich das möchte, muss ich sagen. Es gibt wahrscheinlich unglaublich viele Möglichkeiten, wie ich ihn ein bisschen aufrüsten kann, ein bisschen schicker machen kann, mehr Komfort dort reinbringen kann. Das geht. Das ist richtig, Komfort
Von den Sitzen her, die sind vorgegeben, aber man kann das eine oder andere verändern. Das heißt also, was das Radio betrifft und verschiedene andere Dinge, Kleinigkeiten. Ja. Man muss immer noch überlegen, es ist ein LKW, ein Nutzfahrzeug. Ja, aber von daher kann man Verschiedenes noch machen, was das Armaturenbrett betrifft und so weiter. Nicht? Genau, die Basis sieht aber schon ziemlich Pkw-mäßig aus. Habt ihr ein vergleichbares Modell aus dem Pkw-Bereich von der Basis her? Jawohl, das heißt also, wir haben ein vergleichbares Modell. Das ist der Tourneo Courier. Das ist die gleiche Form, allerdings mit Scheiben und ausgelegt als Pkw. Ja, wenn ich jetzt Interesse habe, es gibt eine ganze Familie. Das ist jetzt der kleinste, der Courier. So, und da gibt es den Connect, den Custom. Die Entscheidung, was würden Sie sagen, eher eine Nummer größer? Die Entscheidung hängt natürlich vom Bedarf ab des Unternehmers. Das heißt also, die nächste Größe ist der Connect. Der Courier ist aufgebaut auf dem Chassis Fiesta, der Connect auf dem Chassis Focus, von daher auch die Größenordnung. Und bietet natürlich wesentlich mehr Raumvolumen. Ja, ich kann es auch richtig groß haben. Das ist schon fast schon einen Ticken größer wie ein VW-Bus, oder? Ja, der Custom. Hier dürfte ungefähr die gleiche Größe haben wie dieses Konkurrenzprodukt. Ja? Was uns entscheidend einen Vorteil bringt, ist der Preis des Fahrzeugs bei gleicher Qualität und Garantieleistung. Ja, Thema Fahrzeughöhe, ja auch ganz wichtig, wenn ich mal in die Tiefgarage reinfahren möchte. Mit diesem Fahrzeug dürfen Sie in die Tiefgarage fahren. Der hat also eine lichte Höhe ungefähr 1,94, wenn er beladen ist 1,92. Und dann passt er normalerweise in jede Tiefgarage rein, es sei denn, die wäre etwas kleiner, dann hängt der gelbe Balken oben. Ja, ja, ich war jetzt am Flughafen Frankfurt, 2,10 Meter. Das war vollkommen unkritisch. Ja, und dann die nächste Größe und da geht es dann so richtig groß rein. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Größen. Das ist unser Transit-Kastenwagen. Das heißt also, hier sehen Sie gerade den L2 H2. Das heißt, das ist der kleinste Kastenwagen im Transitbereich. Den gibt es in 2 größeren Längen noch. Ja, und noch einmal mit dem höheren Dach. Wir haben hier eine lichte Höhe, wenn man steht, 1,88 Meter. Und das nächsthöhere Dach wäre das H3. Da haben wir 2,12 Meter lichte Höhe innen drin bei einem Frontantrieb. Da steht er jetzt. Der Ford Courier, ja, wenn Sie ihn kaufen möchten, ist bestimmt interessant. Was kostet er denn? Ja, er beginnt bei 12.990 € netto im Listenpreis. Und darauf wird dann, wie gesagt, unser Ford-Rabatt nochmal gewährt. Ja, der auch nicht unerheblich ist, muss man dazu sagen. Das heißt, am besten das ausrechnen lassen. Es gibt auf Gewerbefahrzeuge schon mal das ein oder andere Prozentchen, die sind auch gar nicht so unerheblich, gell? Genau, richtig. Da, wie gesagt, ist dann halt immer interessant für den Kunden mal vor Ort vorbeizuschauen, damit man da, wie gesagt, mit dem Kunden auch ins Gespräch gehen kann. Ja, in Zahlungnahme kein Problem, alte Fahrzeuge? Alles kein Problem. Ihr kauft alles, was 4 Räder hat, oder? So ungefähr, genau. Ja, wir haben jetzt einen kleinen Bericht gemacht über den kleinsten, den Courier. Da vorne steht dann nochmal, wenn ich Interesse habe, wo finde ich euch denn ganz genau? Ihr seid in Dillingen, in welcher Straße? Wir sind hier in der Konrad-Adenauer-Allee Nummer 6 im Ford Gewerbecenter. Ja, es gibt unglaublich viele Abfahrten. Das ist jetzt welche Abfahrt? Die Abfahrt Dillingen-Mitte ist das. Mitte, ja. Die Leute kommen aus dem ganzen Südwesten zu euch, muss ich sagen. Ihr seid mittlerweile sehr, sehr bekannt als Nutzfahrzeugspezialist. Habt eigene, ich sag mal, Leute, die können schon die Fehler teilweise sehen. Die haben unglaublich viel Erfahrung, wenn mal irgendwas dran ist, was es sein könnte. Jawohl, wir haben nicht nur das Gewerbecenter hier für den Verkauf, sondern wir haben auch unseren Service hier. Das heißt also, der Gewerbekunde ist getrennt vom Privatkunden. Die Reparaturen finden woanders statt. Und hier sind wir nur fürs Gewerbe tätig. Verkauf und Service. Herr Wahl, schlechte Nachricht. Sie werden nicht mehr ewig hier bleiben, nicht weil Sie nicht wollen, sondern es geht langsam in den Ruhestand. Das ist richtig. Also ich werde noch bis Ende Mai nächsten Jahres hier beschäftigt sein und dann werde ich in den Ruhestand gehen. Ja, ja, wir haben Glück. Unter anderem ist der Matthias Sein da, aber es gibt ja noch einen Kollegen. Genau, das ist der Jörg Pröls, der andere Kollege. Genau, seid ihr zu zweit. Wahrscheinlich kommt ja noch ein Nachfolger für den. Ja, ist das schade zu gehen? Einerseits ja, andererseits fühle ich mich noch fit. Das heißt also, ich werde noch irgendwas anderes tun danach. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Und wenn Sie Lust haben, kommen Sie mal vorbei bei der Ford Zentralgarage in Dillingen. Und vielleicht wird der nächste Jahr ein Courier. Tschüss.